In dieser Folge fahren wir ans Kaspische Meer und kommen endlich mal wieder aufs Wasser. Und es gibt ein paar Probleme, die unsere Reisepläne komplett auf den Kopf stellen. Mit den Visa, die wir ein paar Tage vorher online beantragt hatten, konnten wir problemlos von Georgien nach Aserbaidschan einreisen, obwohl wir sogar noch einen Ein- und Ausreisestempel aus Armenien in unserem Pass hatten. In Aserbaidschan dürfen Ausländer nicht einfach so eine SIM-Karte kaufen. Und dann war da plötzlich dieser eine Typ und der meinte dann, kommt, ich helfe euch. Und dann hat er über irgendwelche Ecken eine SIM-Karte organisiert. Wie weit denn noch? Gerade eben waren es 10 Kilometer, jetzt werden es 9,9 Kilometer. Nein, das schaffe ich nicht. Auf dem Weg nach Baku hat sich unsere eine Antriebswelle irgendwie losgerüttelt. Also fahren wir einfach ohne weiter. Jetzt dreht halt einfach die eine Antriebswellenseite. Aber wenn wir jetzt vorne mit der hinten die Spezialsperre reinmachen, sollte eigentlich. Jetzt haben wir One-Wheel-Drive. Hinten links only. Online haben wir nur einen Kitespot und eine Kitesurf-Schule in Aserbaidschan gefunden. Und die Schule haben wir dann angeschrieben und haben gefragt, ob wir da kiten gehen können und ob wir da irgendwo mit dem Bus stehen können und so weiter. Die Schule hatte zwar zu, weil gerade Off-Season war. Es war im Dezember viel zu kalt, um zu unterrichten oder um irgendwie Kitesurfen anzubieten. Besonders wenn man bedenkt, dass man dort im Sommer im Shorty kiten kann. Aber trotzdem haben sie uns zu sich eingeladen und haben gesagt, ihr könnt hier stehen, ihr könnt hier kiten, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr möchtet. Ihr kriegt sogar Strom, ihr dürft die Duschen benutzen. Und das war für uns halt total toll, weil wir da einfach mal wieder so richtig durchatmen konnten. Wow. In Baku hatten wir zwei Sachen zu erledigen. Zum einen mussten wir unsere Visa für den Iran beantragen und zum anderen haben wir noch auf ein Paket gewartet aus Deutschland. Unsere Benzinpumpe war zwar schon da, aber ein zweites Paket aus Deutschland war noch unterwegs und das hatte irgendwie Verspätung. Beim iranischen Konsulat war eigentlich alles ganz problemlos. Wir haben den Antrag abgegeben, bezahlt und dann hieß es, dass wir eine Antwort in 10 Tagen bekommen sollen. Also sind wir wieder zurück zur Kiteschule gefahren. Wir haben da mal das Auto sauber gemacht, alles repariert, was so repariert werden muss. Und vor allem haben wir auch die Zeit und den Strom genutzt, um viele Videos zu bearbeiten. Wenn ich das Auto ablasse, wenn Steffen das Auto ablässt. Und wie viel Benzin hast du über die Hände bekommen? Nee, ne, ist deutlich einfacher da, oder? Sonny, stell mal die Rohrzange ein bisschen größer ein. Ich habe das doch nie gemacht. Ich kenne nur diese anderen. Ist vielleicht ein bisschen zu groß. Bist du doch wieder... Nein, so okay, so war sie vorher nicht. Nein. Nein? Nein. Oh mein Gott, das ist ja viel einfacher, musst du jetzt sagen. Ich möchte auch noch sagen, wie rum man so eine Zange benutzt. So. Nein. Wie denn? Mit der Seite schon. Guck mal, du kannst ja auch diese Zacken von der Rohrzange angucken. Hier. Janines Cooking Skills. Ja.
Nach 10 Tagen sind wir dann wieder nach Baku gefahren, zum iranischen Konsulat. Da hieß es dann, dass wir bitte nächste Woche nochmal wiederkommen sollen. Es gab kein Update, gar nichts, keine Informationen. Aber wir haben uns gedacht, na gut, dann ist das eben so. Dann sind wir zur Post gefahren, unser Paket war immer noch nicht da. Naja, dann sind wir wieder zurück zur Kiteschule gefahren, haben da genauso weitergemacht wie vorher auch. Ihr spielt jetzt eigentlich nicht. Spielt das auch. Nein. Luke hat einen neuen Freund gefunden, das ist Jerry, der gehört auch zur Kitesurf-Schule. Das ist ein Findelkind, den sie als Welpen gefunden haben und jetzt ist er Wachhund, Gästebetreuung, Barkmanager. Dann waren wieder 7 Tage um, wir sind wieder zum iranischen Konsulat gefahren. Wieder ohne Update, ohne Info, ohne alles. Hieß es, dass wir doch bitte nächste Woche wieder kommen sollen. Das gleiche mit dem Paket, irgendwie hatten wir da einfach kein Glück. Also sind wir wieder zurück zur Kitesurf-Schule gefahren. The final call, the writing's on the wall. We fell and now we walk in the ruins of our love. Days gone fading, hearts still aching. I can't control it, I can't control it, I know. Keep pretending that we could never make it. I know you know it, I know you know it, I know. In the late night, when the lights out, can't escape now. We lost, gets me every time in the moonlight, and I can't. Warte mal, tauch mal ab und komm das Eis wieder auf. Dann hebt die gesamte Stadt auf. Ich will nicht abtauchen. Noch viel weiter in die Mitte da. Ach klar. Oh, nein, mach's doch mit den Händen und drück dich ja mit den Händen hoch. So 2 Meter nach vorne oder so. Du bist ein Eisbrecher. Bin ich jetzt fertig? Ja, na klar. Mit dem Visum für Aserbaidschan war das so, dass wir das vor der Einreise haben mussten, aber das war relativ einfach, das war alles online. Das Problem war, dass die Visa zwar 30 Tage gültig waren, aber das galt nur für den Einreisezeitraum, nicht Aufenthalt. Wir hatten eigentlich nur 22 Tage Aufenthalt und das ist natürlich ein bisschen doof, vor allem wenn einem das erst am 25. Tag auffällt. Wir haben einfach nicht vernünftig auf unser Visum geguckt, da stand das auch drauf. Wir mussten uns dann von der Kiteschule verabschieden und sind wieder nach Baku gefahren, diesmal zur Immigration Office. Luke, dich sehen wir doch gleich noch. Jetzt ist okay. Jetzt gut? Bye bye, Jerry. Und da haben wir gefragt, ob wir noch irgendwas machen können, ob wir da irgendwas verlängern können oder so. Das ging natürlich nicht. Der Grenzbeamte meinte dann, dass wir das Land so schnell wie möglich verlassen müssten. War aber ganz nett dabei und so, also alles gut. Wir sind also nochmal ein letztes Mal zum iranischen Konsulat gefahren, haben denen gesagt, wir müssen das Land jetzt verlassen und was da mit unserem Antrag ist und warum wir kein Update kriegen, dass es da doch irgendwas geben muss. Gab keine Infos, gar nichts. Und dann sind wir nochmal zur Post gefahren und da hatten wir dann zum ersten Mal seit Wochen Glück. Unser Paket ist nämlich angekommen. Aber es ist nie gut, wenn ein Paket in einem weißen Plastikbeutel ankommt. Es war soweit zum Glück alles heil. Wir hatten in der Zeit also keine Visa für das Land, in dem wir gerade waren und keine Visa für das nächste Land, in das wir eigentlich rein wollten.
Und es war natürlich schon ein bisschen frustrierend. An der Grenze zu Georgien haben wir dann so getan, als wüssten wir nicht, dass unsere Visa ausgelaufen sind. Das hat aber leider nicht funktioniert. Wir mussten dann zu einem Offizier, der war aber eigentlich sehr nett und hat uns dann gesagt, dass wir entweder 150 € pro Person bezahlen können und dann ganz normal aus dem Land ausreisen können, oder er muss uns aus dem Land verweisen und dann dürften wir für die nächsten 5 Jahre nicht nach Aserbaidschan einreisen. Obwohl 300 € für uns eine Menge Geld ist, haben wir uns dafür entschieden, das zu bezahlen, weil wir uns die Möglichkeit offen halten wollten, nochmal nach Aserbaidschan zu kommen. Und vor allem ist es auch doof, wenn im Pass steht, dass man aus dem Land ausgewiesen wurde, weil das auch die Visa-Anträge auf andere Länder erschweren kann. Und es war ja so schon alles schwer genug. Das Ganze war natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Wir hätten uns gerne noch ein bisschen Aserbaidschan angeguckt und wir wären auch gerne direkt weiter in den Iran gefahren. Und Steffen sagt dann immer zu mir, Janine, würdest du dich in 10 Jahren noch darüber ärgern? Und dann sage ich, ja nee, natürlich nicht. Und dann sagt er, siehst du, da macht es auch keinen Sinn, sich jetzt darüber zu ärgern. Es macht Sinn, sich da einmal Gedanken drüber zu machen, damit wir daraus lernen und uns das nicht nochmal passiert. Aber sich darüber zu ärgern, bringt überhaupt nichts. Nein, 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 nein.